Herzlich willkommen, wir sind hier am Faces Forbes Luxury Summit im Doldo in Zürich und mit mir ist mein nächster Gast. Sie heisst Rea Bill von Reawake. Herzlich willkommen. Danke. Kannst du dich mal schnell vorstellen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Wer bist du und was machst du? Also, wie du gesagt hast, ich bin Rea. Mein Name ist auch unser Brand, Reawake, Rea Wake. Wir sind ein High-End, Secondhand, ein Unternehmen mittlerweile, das in Zürich hat angefangen, jetzt in der ganzen Schweiz wunderschöne Treasures zu neuem Leben erweckt. Darum das Reawake, wir erwecken Treasures zu neuem Leben. Und das im High-End-Bereich. Aus was ist das entstanden? Ich habe eine Liebe zu schönen Materialien, weil mir muss alles möglichst natürlich sein, was ich auf meiner Haut trage. Ich finde es schön, wie hochwertig Fashion kann sein und finde es schade, wenn das nicht weiter im Verwendungskreislauf bleibt. Und das war so ein bisschen die Idee. Es hat angefangen, als ich in Thailand war, in einer Auszeit mit meiner kleinen Tochter, die war damals 3 gewesen. Und ich habe mir überlegt, was könnte ich machen. Ich bin eigentlich Heilpädagogin, wo ich daheim sein kann, wo ich Zeit mit ihr verbringen kann und trotzdem etwas Gutes machen. Und so ist die Idee entstanden, vor etwa 12 Jahren, jetzt 13 Jahren. Und es hat ganz im Kleinen angefangen, von daheim aus, vom Kauer. Hat sich dann weiterentwickelt, hat dann mal einen Online-Shop zusammengebastelt. Dann hat es aus dem Online-Shop immer mehr Kunden gegeben. Dann habe ich mal eine kleine Boutique aufgemacht an der Kornhusstrasse. Und mit der Zeit hat sich das so ergeben, dass Secondhand nicht mehr Nischen war, sondern wirklich ein Thema. Also die Leute haben vielleicht so vor 4-5 Jahren ist so ein bisschen die Umdenke gekommen, sie sich auch überlegen, was hat mein Einkauf für einen Impact. Secondhand plötzlich nicht mehr so eine Nische gewesen, sondern etwas, was cool ist geworden. An der ganzen Social Media, Thrifting ist aufgekommen, Upcycling, vor allem mit wertvollen, hochwertigen Materialien. Und dann haben wir eine Einladung bekommen vom Jelmoli, am Kaufhaus hier in Zürich. Und die haben uns gefragt, ob wir einen Pop-up machen wollen. Und so hat es dann angefangen, dass wir wirklich wahnsinnig wachsen dürfen. Also die letzten, das war 2020, 4 Jahre, ist das von einer One-Woman-Show zu einer doch sehr rentablen, grossen Firma geworden. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Kampf vielleicht gegen die Fast-Fashion-Industrie? Ist das vielleicht ein Ansatz gewesen, warum du das gewählt hast? Also mittlerweile sicher. Also wir haben wirklich, das ist auch unser Slogan, der ist Respect, Recircle, Reawake. Also wirklich, dass man respektiert, was da um uns herum passiert. Unsere Umwelt, die doch sehr leidet durch die ganze Überproduktion, die stattfindet in der Fashion-Industrie, wo halt unter zum Teil ganz schlimmen Bedingungen Materialien hergestellt werden. Leder ist ein Riesenthema, aber natürlich auch Einfärbungen von Stoffen etc., die extrem giftig ist, wo halt über Jahre dann auch Böden kaputt macht, Baumwollenplantagen, die wahnsinnig schwierig sind, um nachher überhaupt noch etwas zu pflanzen auf dieser Erde. Also das sind alles Punkte, die wichtig sind, wo man aber auch aufklären darf, wo man darf, wir sagen immer, wir tun so ein bisschen sensibilisieren. Wir wollen überhaupt nicht missionieren. Das ist nicht unser Ziel. Wir haben alle im Team mega Spass am Mode. Wir zelebrieren, wenn da irgendein tolles Stück reinkommt, wo wir alle schon lange nicht mehr gesehen haben, irgendeine Seltenheit. Das sind Kunstwerke zum Teil. Also wir lieben alle Fashion und hoffen einfach, dass wir zum Teil mit den Kunden, einen Teil eben auch durch Medienauftritte darauf aufmerksam machen, was wir eigentlich schon alles Schönes haben. Dass die Leute auch ein bisschen davon umdenken, weil wir haben so viel bereits produzierte Treasures. Ja, es bräuchte immer mehr etwas zu kaufen. Du hast mir ja vorher gesagt, wie lange wir eigentlich könnten mit dem Stand jetzt von den Fashion-Items, die überhaupt existieren, eigentlich überleben, ohne dass man neu produzieren müsste. Genau. Kannst du mir das noch mal ein bisschen erzählen? Ja, da haben sie verschiedene Studien gemacht und momentan ist die Überproduktion so hoch, dass die nächsten 2 Generationen könnten leben mit was wir hier haben. Und schon jetzt die nächsten 7 Jahre müsste gar nichts
irgendwie aufgefrischt, also abgecycelt werden, sondern wir können immer noch Neues kaufen. Und das sind schon Zahlen, die dann so ein bisschen nachdenklich machen. Also eben, wo gehen die Stücke hin? Was passiert mit denen? Wie geht es weiter? Gibt es irgendeinen Stopp? Oder was ist unsere Zukunft in diese Richtung? Ja. Vielleicht, wenn du auch die ganze Fast-Fashion-Industrie anschaust, vielleicht kannst du dort etwas sagen. Oder viele Leute sagen so, sich vielleicht, ja, okay, ich weiss jetzt nicht, ob das jetzt besser produziert ist als vielleicht eine Marke, die das vielleicht einfach versteckt. Und wenn man vielleicht das eben Secondhand kauft, ist ja das trotzdem irgendwo mal produziert worden, wo vielleicht unter widrigen Umständen entstanden ist. Wie stehst du zu dem? Oder was sagst du diesen Leuten? Also ich sage überhaupt nicht, dass jetzt High-End-Brands wie Chanel, Dior, dass die nachhaltiger produziert werden als andere. Ist sicher jetzt nicht Fast Fashion, wo halt die Überproduktion passiert, aber der Skandal um Dior, also da ist es ja darum gegangen, die haben aufdeckt, dass da wirklich produziert wird unter Umständen, ähnlich wie bei Shein, wo die Leute 24 Stunden vor Ort bleiben müssen und eine Tasche, die sie nachher für 2'500 Franken verkaufen, für 35 oder 45, ich muss aufpassen, ich weiss es nicht mehr, aber unter 50 Franken ist produziert worden. Und das ist dann wie Zara, also da kann man dann nicht mehr irgendwie einen Unterschied machen. Wo ich halt sehr darauf schaue, eben sind die Materialien und das sind vor allem die früheren Stücke. Also selber bin ich ein Riesenfan von Vintage-Luxus, also das ist etwas, was mir sehr Spass macht. Bei Hermes, bei Chanel merkt man einfach, dass dort die Rohstoffe noch andere waren, dass auch das Handwerk noch anders war. Da ist noch ganz wenig maschinell produziert worden. Chanel produziert mittlerweile auch maschinell, also da ist nur noch irgendwie ein kleiner Stich, der noch von Hand gemacht wird. Und trotzdem sind die Preise ja wahnsinnig, also die haben sich ja verdreifacht in der letzten Zeit. Das ist bei mir nicht mehr so gerechtfertigt. Also, was wir vor so 20, vielleicht 30 Jahren produziert haben, ist qualitativ viel hochwertiger gewesen, als was wir jetzt produzieren. Mhm. Und trotzdem produzieren wir viel mehr und kostet es viel mehr. Jetzt hast du selber eine kleine Tochter, also mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so klein. 17 bald, ja. 17, ja. Das heisst, sie ist voll in dem Alter, wo sie auch einen anderen Blick haben auf die Welt. Wie tut dich das beeinflussen? Wie siehst du das, so die neue Generation, wie schaut sie das auch ein bisschen an, oder die ganze Fashion-Industrie? Ja, die sind halt extrem geprägt durch die ganzen Social Media. Und da gibt es ja verschiedene Bewegungen. Also es gibt ja die irgendwie zeigen, wie viel Scheinpäckchen sie pro Tag aufmachen, die sie gerade wieder bestellt haben. Und dann gibt es die andere Bewegung, die halt wirklich zeigt, hey, schau mal, so kannst du deine Hose wieder flicken. Oder hey, schau mal, wenn du das und das abschnittst und vielleicht dort noch etwas dranhängst, dann hast du das geilste Top ever. Und ich glaube, das sind so die zwei Richtungen. Zum Glück hat sie jetzt mit mir eine Richtung erfahren, wo sie auch erfüllt. Sie ist sehr künstlerisch begabt, wo sie jetzt selber Sachen kreiert und umsetzt. Und jetzt nicht die bei Shein kauft. Aber ich habe das Gefühl, für die Jugend jetzt, es ist schwierig, weil man hört so viel, was sich verändern könnte, dass sich die wie abblocken und gar nicht mehr darüber hören und wie auch Angst haben. Und andere, die finden, hey komm, cool, wir machen etwas, es gibt Sachen, die man machen kann. Und das finde ich halt schöner, weil Angst machen ist nie gut. Es sieht zum Teil nicht rosig aus, aber es gibt ganz viele tolle neue Erfindungen, neue Wege, die man eingehen kann, damit es eben schön kommt. Und auf das sich zu konzentrieren und dort Energie hineingeben, das ist das, was ich hoffe, dass auch sie, also macht sie momentan, aber sie auch weiter darf leben und auch alle anderen, dass sich mehr jetzt verbreitet, als das möglichst viel konsumieren und nicht daran denken. Ja. Und was denkst du, muss sich dann konkret verändern, dass man vielleicht eben ein bisschen wegkommt von dem und vielleicht mehr in die Richtung geht, wo du einschlägst? Also jetzt mit Secondhand denke ich, da ist einiges am Gehen. Also wenn ich schaue, da jetzt schon in Zürich, da kommen gefühlt täglich wieder neu, was ich mega cool finde. Also das ist etwas, wo die Leute auch suchen mehr. Eben, es ist das Individuelle, es ist aber immer auch mehr. Wir haben auch Umfrage jetzt wieder gestartet, das Thema Nachhaltigkeit, das wirklich dazu bewegt, einen Secondhand-Einkauf zu machen. Und ich glaube, es ist das Kommunizieren.
es ist zu aufklären, es ist wie wir es jetzt gerade machen, miteinander reden und es als ein Thema vorantreiben. Ja. Findest du, es müsste auch wieder mehr Wert einem gewissen Stück, Kleidungsstück oder irgendetwas gegeben werden, damit das vielleicht auch in den Köpfen etwas ändert? Das fängt dort an. Also Wertschätzung, etwas bei unserer Firma ganz wichtig ist, Wertschätzung im Team gegenüber unseren Kunden, aber eben auch gegenüber unseren Treasures, dass man das halt nicht einfach irgendjemand, keine Ahnung, in den Keller schmeißt und dann schon wieder das Nächste kauft, sondern dass man realisiert, was es braucht, bis das wunderschöne Stück, schon bis die Hose da entstanden ist, oder was ist da für Arbeit drin, was sind da für Rohstoffe drin, und dann das wieder lernen wertschätzen und dementsprechend pflegen, das tut uns allen gut, ja. Mehr Wertschätzung auf der Welt. Das ist doch ein schönes Abschiedswort. Danke vielmals für den spannenden Tag und auch den Einblick in deine Branche. Danke. Danke vielmals.